In meiner neuen Reihe mit Boxen für Adventskalender geht es heute weiter mit einer selbstschließenden Box mit Boden. Ja, die Reihe aus 2019, das sind die kleinen Boxen aus 6x6 Inch. Hier die vom letzten Mal, die für heute. Und jetzt wird das Ganze einmal in einer größeren Variante gezeigt. Bleib dran und sei gespannt, es geht gleich los. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und wir halten uns auch gar nicht lange mit Vorrede auf. Wir fangen am besten gleich an. Mit der selbstschließenden Box mit Boden geht es los. Das ist eine große Variante. Es wird eine große Tube Creme reinpassen oder Süßigkeiten bis zum Abwinken. Ja, was brauchst du dazu? Für die kleine war es ja ein Papier, Designerpapier in 6x6 Inch. Für die große brauchst du einen Farbkarton. Ich habe in Glutrot genommen, passend zu meinem Designerpapier. Das soll ja reichen für alle 24 Boxen. Und zwar in den Maßen 21 x 27 cm der Farbkarton. Und Designerpapier, je nachdem wie farbig du das Ganze gestalten möchtest, ein Stück in 9 x 19 cm habe ich zugeschnitten. Könntest du auch zweimal nehmen, aber für mich wird wahrscheinlich einmal reichen. Und dann nehme ich mir schon den Papierschneider. Der ist jetzt ganz wichtig. Ich muss auch das Beinchen rausfalten in dieser großen Größe. Ja, was ist mit dem selbstschließend? Hier oben ist so ein Steg. Und da drücken wir hier und dann geht der auf. Wenn es nicht richtig festhält oder wenn du es aufhängen möchtest, machst du hier noch eine Klammer dran oder kannst es auch lochen und mit einem Bändchen binden. Ja, okay. Also die kurze Seite legen wir an und ziehen uns eine Falzlinie. Bei dem 21 cm ist es ja in der Breite, bei 10 cm und eine Falzlinie bei 20 cm. Somit haben wir hier an der Seite schon unsere Klebefläche. Dann drehen wir das Ganze. Auf der einen Seite brauchen wir an der langen Seite 5 cm Falzlinie und auf der anderen Seite bei 2 cm und die lege ich hier bei mir im Papierschneider rechts an. Und dann habe ich die 2 cm. Dann habe ich ja hier unten das große Feld mit den 5 cm und das möchte ich mittig nochmal mit einer Falzlinie versehen. Und zwar das erste Feld sind 10 cm, in der Mitte bei 5 cm lege ich es oben an und ziehe meine Falzlinie, ich mache mal das Beinchen jetzt kurz weg, genau bis 5 cm, also bis zur ersten Kreuzung. Und das Ganze mache ich auch nochmal bei 15 cm, bis zur ersten Kreuzung. Da, genau. Und jetzt könnte ich es mit dem Papierschneider machen. Ich kann mir aber auch das Lineal und das Falzbein nehmen. Hier nehme ich in dem Fall den Aufhebhelfer und verbinde jetzt hier oben die Ecke bei 2 cm und hier unten bei 5 cm. Diese zwei Punkte verbinde ich mit einer Diagonale, die ich auch gleich falze. Und das gleiche mache ich hier bei 10 cm oben, also nach dem 2 cm Feld und unten an die Kreuzung bei den 5 cm. Und gleich weiter, gleiches Prinzip, hier oben bei der Kreuzung bleibe ich, unten bei den 15 cm die Markierung nach oben ziehen. Und die letzte bei 20 cm, Klebefläche bleibt. Und dann das Ganze hier verbinden. Wunderbar. Und das ist es. Jetzt, bevor wir falzen, diese Linie hier ist unsere Klebemarkierung, keine Falzlinie. Also, wir falzen jetzt hier unten das wird unser Boden. Und wir falzen hier oben das nach außen. Das kleben wir dann gleich. Und wir falzen die Diagonalen. Und zwar nach hinten. So eine Bergfalz. Bis hier unten. Und hier ebenfalls bis da unten. Und hier drüben genauso. Hier bis unten. Und hier ebenfalls. Und du siehst schon, wir haben wirklich eine riesen Verpackung. Du kannst das natürlich deinen Inhaltswünschen anpassen. Jetzt wird hier unten eingeschnitten. Bei den 5 Linien bis zur 5 cm Querlinie. Das erste Feld mit den 1 cm schneiden wir ab. Und die anderen schneiden wir einfach gut ein. Immer bis zur ersten Kreuzung.
So, jetzt setzen wir uns das schon mal gedanklich zusammen. Hier drüben schieben wir es also übereinander. Das oben wird hier einmal eingeschnitten. Dann hat es etwas Luft. Und die Klebefläche wird aufeinander gesetzt. Ja, und an der Seite. Das machen wir schon. Und dann bringen wir unser Designerpapier auf. Ich klebe das hier sehr gut an den Rand. Es gibt eine Stelle, die werden wir hier gleich nochmal gut nachfalten. Das kommt gleich. Das ist praktisch, wenn wir hier kleben, die Schräge. Das wirst du merken, wenn du das tust. So, und jetzt und dann schieben wir es aufeinander und kleben es praktisch passgenau hier an. Da oben und hier. Unten sitzt es. Wir wollten es ja nicht knicken möglichst. So, ein bisschen nachrücken. Und hier oben das Stück. Und dann passt das. Dieses wird so rum geknickt. Dieses so rum. Und hier unten kommt jetzt der Boden dran. Zeige es schon mal. Und dann erkennst du die komplette Form. Jo. Und das ist auch schon wieder die ganze Packung. Jetzt falten wir hier unten mal auf. Ich nehme auch nochmal doppelseitiges Abreißklebeband, um die Elemente alle aufeinander zu kleben. Setzen wir hier einfach senkrecht Streifen an den Rand. Letzte hoch. Und die allerletzte Klappe, die vierte Klappe, lasse ich so, das wird immer der Boden. Jetzt ziehen wir die Schutzfolie ab. Und setzen das hier drauf. Und jetzt können wir am besten von oben mit einem Lineal oder etwas anderem einfach mal gegendrücken. Mein Lineal passt perfekt, damit das hier sauber geklebt wird und gut hält. Zweite Seite. Auch da wieder gut halten. Und gut drücken. Ja. Und das letzte Element. Einmal alles. Gucken, ob wir gut quadratisch alles aufeinander gelegt haben. Notfalls schneiden wir es nach. Das Übersteht wird natürlich nachgeschnitten. So, die riesengroße Verpackung, hier die kleine dazu. Du siehst, es gibt also zwei Varianten. Hier habe ich das beides nicht gefaltet, diese Mittellinie. Hier bei dem habe ich jetzt gesehen, ich habe sie doch gefaltet und das passt ganz gut. Da bin ich so zufrieden. Die Naht lege ich nach hinten, also wird das vorne. Und jetzt nehme ich mir mein Designerpapier, Pinselmaße 9 x 19 cm und werde es jetzt oben an die Spitze anlegen. Und unten habe ich mir hier bei 9 cm in der Mitte eine Markierung bei 4,5 gemacht. Die lege ich unten an. 9 und 4,5 und schneide mir jetzt diagonale Falzen. Das muss genau passen, sonst haben wir so komische Schnippellinien, also so komische Ecken. Aber wir kriegen das hin. Notfalls schiebe ich mir das dafür den Schneidehaken in die Mitte, damit er mir die Spitze nicht kaputt macht. So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Ich würde das hier mittig draufkleben. Perfekt. Und die beiden habe ich jetzt ja mehrere Möglichkeiten. Entweder ich klebe sie so rum, dann ist es die gleiche Farbe. Sieht auch schicki, oder so rum. Und ich könnte das Ganze auf der Rückseite auch noch machen. Ich möchte aber hier, wie gesagt, nur auf einer Seite. Also wird das jetzt hier vorne aufgeklebt. Mein Flüssigkleber werden wir uns schon mal raus operieren. Hier, Moment, erklemmt. Rollt mal einmal auf, passt nichts mehr. Und dann
aufkleben, auch die Spitze gut einstreichen, notfalls etwas mehr. Und dann mit einem anderen Stück da unten das gut verteilen. Aber nichts ist döver, als wenn dann da die Spitze so absteht. Jetzt von unten angefangen nach oben schieben und ein bisschen hin und her rücken. Und schauen, dass es überall einen guten Rand gibt. Notfalls etwas vermitteln oder wieder ziehen und schieben, genau. Läuft sehr gut mit Ziehen und Schieben. Ist ein tolles Design, gefällt mir super, also werde ich das jetzt links und rechts auch nehmen. Und auch hier gut einstreichen und an der Spitze gut einstreichen. Und wenn zwei deckungsgleiche Felder sind, kennst du ja schon von mir, bin ich ja der Sparkleber. Spitze gut einstreichen. Und das andere Feld setzen wir jetzt hier einfach mal kurz drauf und heben es wieder ab. Und dann haben wir mit einem Satz beide Male Klebstoff einstreichen gespart. Schieben das auch gut, dass überall die gleiche Mattung ist. Ja, je nachdem wie exakt du das mit der Mattung haben willst, kannst du eventuell hier oder da nochmal ein Millimeterchen wegschneiden. Aber da bin ich so ein bisschen nach dem Motto, man muss auch mal Opfer bringen. Das passt schon. Sieht super aus. Also es ist ein cooles Design, finde ich. Und es ist eine schöne Verpackung und es passt wirklich einiges rein. Die schließt dann auch wirklich von selber. Notfalls setzt eine Klammer dran, aber das geht auch. So, ich habe hier nochmal aus meinem Stanzenset mit der Kissenschachtel verschiedene Stanzelemente. Diesmal in Blutrot würde ich das hier draufsetzen mit Abstandsklebepunkten. Das ist wieder das Feld, wenn es der Adventskalender ist. Eine große Packung, vielleicht einen der Adventssonntage passenderweise. Würde ich jetzt mal hier das Schild draufsetzen. Weiter oben ruhig. Und dann nehme ich hier nochmal so ein queres und das setze ich in die andere Richtung drauf. Und da kommt dann meine Zahl drauf. Ja, fertig ist meine Box. Ohne Kleben. Nein, Quatsch. Box ohne Kleben ist ja was ganz anderes. Ich nur wieder meine selbstschließende Box. Das würde übrigens auch gut passen. Meine selbstschließende Box mit Boden. Da habe ich mal angefangen, nicht zu denken. Hier sind noch ganz viele andere Schachteln drin. Du siehst, meine Reihe kann noch richtig weit gehen. Ja, sogar eine Trinkstäbchenschachtel. Also hier geht einiges. Lass dich überraschen, in den nächsten Tagen bzw. Wochen gibt es dann weitere Verpackungen aus meiner Reihe für einen Adventskalender. Und du weißt ja, der Plan ist, habe ich ja schon beim ersten Mal gesagt, aus einem Designerpapierpaket mit Papieren in 30,5 x 30,5 cm. Da sind 12 Papiere drin und den dazu passenden Farbkarton. Und vielleicht einem Stempelset und einer Stanze einen Adventskalender basteln. Wie das geht, zeige ich dir hier. Und nochmal die kleine Mathematik, das 1×1, der Adventskalender. Für meine Mini-Schachteln in 6×6 Inch bekommst du Tatsache aus einem solchen großen Designerpapierpaket würdest du 4 Adventskalender bekommen. Mit ein bisschen Deko extra. Jo, das war's. Ich hoffe, dir hat mein Projekt gefallen. Dann gib mir gern einen Daumen hoch. Hast du Anregungen und Ideen für mich, was du gern sehen möchtest, dann schreib mir das doch am besten in die Kommentare. Abonniere meinen Kanal gerne, wenn du es noch nicht gemacht hast, und klicke am besten gleich auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keines meiner weiteren Videos. Infos stehen unten in der Box, in der Beschreibung. Hier geht es gleich weiter mit noch mehr Anleitungen, Tipps und Ideen. Also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.